Hallo liebe Stickanfänger, das ist mein erstes Video einer Tutorial-Reihe zum Thema Sticken mit der Stickmaschine, um euch die Welt des Stickens ein wenig näher zu bringen und euch vor allen Dingen auch den Einstieg dazu etwas zu erleichtern. Ich hoffe dann, es wird euch helfen und vielleicht vielen so ein bisschen die Angst nehmen. Mit einer Stickmaschine wie diese hier kann man wunderschöne Designs auf Stoff sticken. Hier habe ich euch zum Beispiel ein Beispiel hingestellt. Das hier ist zum Beispiel sozusagen eine Stickdatei mit einer Applikation aus Stoff und hier seht ihr Vollstickmuster. Das Ganze gibt es natürlich auch komplett in Vollstick, also einfach, das ist jetzt zum Beispiel ein Satinstich, das ist jetzt einfach die Schrift und das hier sind halt diese kompletten Vollstickmuster. Also wie ihr seht, könnt ihr schon ganz viele tolle Sachen damit anfangen. Es gibt natürlich noch vieles mehr, dazu kommen wir dann noch. Ich würde euch jetzt erstmal erklären, wie die Stickmaschine funktioniert. Und zwar übernimmt eine Stickmaschine quasi das Nähen für euch. Sie hat wie bei einer Nähmaschine einen Oberfaden, den seht ihr hier, und einen Unterfaden. Der ist bei meiner Stickmaschine hier drin versteckt. Das hier ist so ein genannter Boblinfaden, wird in den meisten Fällen dafür verwendet. Und was ihr natürlich noch benötigt, ist eine Stickdatei, um sowas hier herstellen zu können. Und wie das Ganze funktioniert, ist eigentlich das Prinzip relativ einfach. Das Technische lasse ich jetzt mal so ein bisschen weg. Ihr habt hier in der Stickmaschine einen Motor. Dann gibt es hier so einen Stickrahmen, in den ihr ein Stück Stoff oder ein Stück Vlies einspannt. Also in den meisten Fällen, das hier ist Vlies, das erkläre ich euch noch. Das benötigt ihr, damit die Dateien ein bisschen besseren Halt haben, besonders bei dünnen Stoffen oder bei dehnbaren Stoffen. Da gibt es ganz verschiedene Variationen, welches Vlies für welchen Stoff und ja, je nachdem, was ihr halt sticken wollt, geeignet ist. Aber das erkläre ich euch in einem anderen Video. Auf jeden Fall spannt ihr das dann praktisch hier ein. Und der Motor bewegt dann den Stickrahmen in verschiedenen Richtungen, in XY-Achse sozusagen. Und durch das Überlappen der Fäden entstehen dann, oder das Nebeneinanderreihen von Fäden, also man kann die Stickmaschine kann die Fäden praktisch überlappen, sodass auch so, so ein richtiges 3D-Design, sage ich jetzt mal, entsteht. Ne? Und hier sind die Fäden ganz, ganz eng aneinander gereiht. Und dadurch entstehen dann so richtige Vollstickmuster, etwas, was man mit der Nähmaschine so wahrscheinlich gar nicht hinbekommt oder nur sehr schwer. Ich muss ganz ehrlich sagen, Nähen ist jetzt nicht so mein Hauptgebiet, eher das Sticken. So, also das sind zwei Beispiele, was man halt damit machen kann. Ach ja, genau. Noch eine kurze Erklärung zum Ober- und Unterfaden. Und zwar mit dem Oberfaden entstehen ja praktisch quasi die Muster, also die Aneinanderreihung von verschiedenen Linien, wodurch halt zum Beispiel hier so tolle Muster entstehen oder mit einfachen Linien zum Beispiel die Applikation festgestickt wird oder dickere Linien zum Beispiel für Schriften. Und der Unterfaden, der befindet sich dann auf der Rückseite der Stickdatei und der ist einfach nur dafür da, um den Oberfaden zu verknoten quasi, einfach damit das Ganze natürlich auch hält. So, also wie bei der Nähmaschine, wer Näherfahrung hat. Das einmal ganz kurz einfach zum Thema, was eine Stickmaschine ist, was man damit alles Schönes anfangen kann. Es gibt natürlich noch andere Sachen, man kann praktisch ganze Kuscheltiere mit einer Stickmaschine erstellen. Gut, am Ende muss man vielleicht doch ein bisschen noch was per Hand zusammennähen oder eben mit der Nähmaschine. Aber man kann, ihr seht, man kann ganz, ganz viele tolle Sachen mit der Stickmaschine anstellen. Vor allen Dingen ist es eine große Erleichterung und in vielen Fällen übernimmt sie halt teilweise echt komplett den ganzen Nähvorgang und man muss es vielleicht nur noch am Ende kurz schließen. Aber das hier ist natürlich rein Stickmaschine ohne Nähen. So, und
Ja, das ist jetzt mein erstes Video zu der Reihe. In dem nächsten Video werde ich darauf eingehen, worauf man beim Kauf einer Stickmaschine achten muss, welche Kriterien halt ausschlaggebend sind oder worauf ihr Wert legen solltet, warum ich mich jetzt zum Beispiel für diese hier entschieden habe. Dann wird es auch noch ein Video geben zum Thema Stickvlies und zum Thema Stickgarn. Vor allen Dingen auch, welche Fliese ihr für was benötigt und was gerade für den Anfang sinnvoll ist und was man wirklich braucht. Damit das, ich hatte am Anfang, war das echt so, okay, 10.000 Sachen, was benötige ich jetzt wirklich, was brauche ich, was wofür und was braucht man definitiv nicht. Ja, genau, und welche Sachen einen halt auch ein bisschen das Ganze erleichtern und dann einfach noch, werde ich euch auch noch ein paar Tipps geben, die für den Anfang halt wichtig sind und manchmal auch vielleicht erst so ein bisschen zu Problemen führen und man denkt dann einfach, warum klappt das jetzt nicht so, wie ich das möchte, und teilweise sind die Sachen eben ganz leicht zu lösen. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonniert und dann werdet ihr auch kein kommendes Video verpassen. Und es gibt noch viele interessante, das war jetzt einfach nur so ein ganz kurzer kleiner Einstieg. Und ja, über einen Daumen hoch würde ich mich auch sehr freuen. Ihr könnt auch gerne Kommentare lassen oder wenn ihr Fragen habt schon mal vorab, werde ich die auch so schnell es geht beantworten. Okay, und hiermit ja, wünsche ich euch noch bei mir jetzt einen schönen Abend.